Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und im heutigen Video lernst du 6 super wichtige Doppelkonjunktionen, die dir dabei helfen, dich stilistisch besser auszudrücken. Aber was sind Doppelkonjunktionen? Du kennst einfache Konjunktionen wie und, oder, aber, denn du kannst mit ihnen Sätze verbinden. Werner isst gerade ein Schnitzel und er trinkt dazu ein Bier. In diesem Beispiel haben wir 2 Hauptsätze miteinander verbunden. Du kennst natürlich auch Konjunktionen, die Hauptsätze mit Nebensätzen verbinden. Werner isst gerne Schnitzel, weil ihm das gut schmeckt. Weitere Konjunktionen für Nebensätze sind wenn, als und obwohl. Man nennt sie deshalb Subjunktionen und das Verb steht am Ende. Doppelkonjunktionen bestehen, wie der Name schon sagt, aus einer doppelten Form. Werner isst heute entweder Schnitzel oder einen Wildschweinbraten. Entweder oder ist eine Doppelkonjunktion. Du könntest natürlich auch nur sagen, Werner isst heute Schnitzel oder einen Wildschweinbraten. Aber stilistisch schöner und anspruchsvoller ist die Doppelkonjunktion. Du lernst nun die 6 klassischen Doppelkonjunktionen mit verschiedenen Beispielen, damit du sie dir gut merken kannst. Übrigens ist dieses Thema Teil meines kompletten B-Grammatik-Kurses, der bald wieder beginnt. Trag dich in die Early Bird Liste ein, um keine Informationen zu verpassen, wenn es losgeht. Und das gilt übrigens auch für meinen brandneuen C-Kurs, in dem ich dich auf das nächste Level bringe. Du findest alle Links in der Beschreibung unter dem Video. Dort findest du auch mein kostenloses E-Book, das Einmaleins der Grammatik mit den wichtigsten Regeln, Übungen und Lösungen, um dein Deutsch zu verbessern. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Beziehungsweise knüpfen wir an die Doppelkonjunktion entweder oder an, die ich dir gerade vorgestellt habe. Die benutzt du immer dann, wenn es um eine Sache oder um eine andere Sache geht und du eine Entscheidung treffen sollst. Hier noch ein paar Beispiele. Wann hätten Sie einen Termin frei? Ich kann Ihnen entweder am Mittwoch um 13 Uhr oder am Freitag um 9:30 Uhr einen Termin anbieten. Kind, entweder du setzt dich jetzt hin und isst oder du gehst ins Bett. Momentan steht Elisa an einem wichtigen Punkt. Entweder sie macht ein Studium oder eine Ausbildung. Die Bedeutung ist klar geworden, oder? Achtung mit der Grammatik. Ich esse entweder einen Schnitzel oder einen Braten hat das gleiche Verb, nämlich essen. Du kannst aber auch mehrere Aktionen verbinden, und zwar mit mehreren Verben. Ich esse entweder einen Schnitzel oder ich trinke einen Kaffee. Achte hier gut auf den Satzbau, denn du verbindest 2 Hauptsätze miteinander. Und noch eine letzte Sache. Manchmal hat man ja auch 3 oder noch mehr Optionen. Heute gehe ich entweder in die Stadt, zur Uni oder ich bleibe zu Hause und räume auf. Wenn du noch mehr Optionen angibst, kannst du sie durch ein Komma voneinander trennen. Kommen wir zur nächsten Doppelkonjunktion. Sowohl als auch. Die ist im Prinzip gleich wie entweder oder, aber du musst dich nicht entscheiden, du kannst beides haben. Werner hat einen Bärenhunger. Er isst sowohl ein Schnitzel als auch einen Wildschweinbraten. Das heißt, er isst ein Schnitzel und einen Wildschweinbraten. Das funktioniert mit dem Termin ähnlich. Sagen wir mal, du brauchst 2 Termine für eine Angelegenheit. Bitte geben Sie mir sowohl den Termin am Mittwoch als auch den am Freitag. Das heißt, du bekommst einen am Mittwoch und den zweiten am Freitag. Noch ein Beispiel. Wladimir hat die doppelte Staatsbürgerschaft.
Er hat sowohl einen deutschen als auch einen russischen Pass. Er ist also Russe und Deutscher. Meistens findet man diese Doppelkonjunktion in einem einzigen Hauptsatz. Die nächste Doppelkonjunktion ist in ihrer Bedeutung fast gleich, aber sie hat eine grammatische Besonderheit, also pass jetzt gut auf. Nicht nur, sondern auch. Wladimir hat nicht nur einen deutschen Pass, sondern auch einen russischen Pass. Fällt dir schon etwas auf? Man braucht ja ein Komma und das hat auch einen Grund. Oft benutzt man diese Doppelkonjunktion, wenn man von verschiedenen Aktionen spricht. Stefanel und Inga heiraten nicht nur dieses Jahr, sondern sie kaufen auch ein Haus. Das heißt, sie heiraten und kaufen sich ein Haus. Achte hier mal gut auf den Satzbau. Stefanel und Inga heiraten nicht nur dieses Jahr, sondern sie kaufen auch ein Haus. Wenn du im Sondern auch Teil ein anderes Verb und Subjekt benutzt, muss das dazwischen stehen. Das wäre übrigens auch bei Wladimir der Fall. Wladimir hat nicht nur einen deutschen Pass, sondern er hat auch einen russischen Pass. Das heißt, sondern auch steht nur direkt nebeneinander, wenn du ein einziges Verb im Satz benutzt, also wenn du nur einen Hauptsatz hast. Kommen wir zu einer negativen Doppelkonjunktion. Du kennst sie vielleicht schon als weder noch. Ich spreche kein Türkisch und auch kein Japanisch. Das heißt, ich spreche weder Türkisch noch Japanisch. Meine Mama trinkt weder Wein noch Bier. Sie mag keinen Alkohol. Auch hier kannst du natürlich von mehreren Aktionen sprechen. Schau, was grammatikalisch passiert. In Deutschland scheint weder jeden Tag die Sonne, noch regnet es jeden Tag. Du brauchst also auch hier ein Komma zwischen den beiden Hauptsätzen. Hier noch ein Beispiel in der Vergangenheit. Viele Menschen auf der Welt waren dieses Jahr wegen Corona weder im Urlaub, noch haben sie ihre Familien besuchen können. Klar soweit? Dann kommen wir zur vorletzten Doppelkonjunktion und die zeige ich dir anhand eines schönen Beispiels. Ich bin zwar eine Null in Mathematik, aber ich bin sehr gut in Grammatik. Das heißt, ich kann eine Sache nicht, aber dafür kann ich eine andere Sache. Noch ein Beispiel. Deutsch ist zwar keine einfache Sprache, aber jeder kann sie mit etwas Fleiß lernen. Du kannst deine Aussage mit dafür noch stärker betonen. Ich bin zwar keine Schönheit, aber dafür habe ich einen tollen Charakter. Achtung, Grammatik. Wenn du dafür benutzt, ändert sich der Satzbau. Du kannst sagen, ich bin zwar keine Schönheit, aber dafür habe ich einen tollen Charakter. Oder, ich bin zwar keine Schönheit, aber ich habe dafür einen tollen Charakter. Die Konjunktion aber steht sozusagen auf Position 0 und das Verb wie immer an Position 2. Position 1 ist flexibel, dort kann also entweder dafür stehen oder das Subjekt ich. Zum Abschluss kommen wir zu einer ganz besonderen Doppelkonjunktion, die vielen Lernern Schwierigkeiten bereitet. Je, desto. Was kann man damit ausdrücken? Wenn man eine Sache macht, dann passiert auch eine andere Sache. Schau mal. Je öfter man Deutsch lernt, desto besser wird man. Je mehr Schokolade man isst, desto dicker wird man. Je schneller ein Auto fährt, desto größer ist das Unfallrisiko. Je mehr Alkohol man trinkt, desto betrunkener wird man. Was erkennst du grammatikalisch an diesen Beispielen? Nach je steht immer ein Adjektiv im Komparativ, also nicht schnell, sondern schneller. Wenn du ein Nomen vorne hast, benutzt du immer mehr und dann das Nomen. Je mehr Arbeit ich habe, desto weniger Freizeit habe ich. Das gilt übrigens auch für Verben. Je mehr ich schlafe, desto müder werde ich. Achtung!
Der Komparativ des Adjektivs steht sowohl nach je als auch nach desto. Statt desto kann man auch umso verwenden. Je muss immer am Satzanfang stehen und das Verb steht hinten. Es ist quasi wie ein Nebensatz. Und der desto oder umso Teil hat das Verb vorne. Das ist strukturell, also wie ein Hauptsatz. Je wärmer es draußen ist, umso fröhlicher werden die Menschen. Je öfter ich meine Mama anrufe, desto glücklicher ist sie. Ja, das waren die Doppelkonjunktionen. Gut, oder? Wenn du Fragen oder Schwierigkeiten hast, dann schreibe mir gerne einen Kommentar und ich versuche zu helfen. Dann sage ich mal wie immer Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.